So, hallo Leute, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ich mir diesen Untersetzer gebaut habe. Das ist quasi ein Universaluntersetzer für zum Beispiel Teekannen oder auch für Töpfe zum Kochen. Und man könnte auch damit Brot schneiden. Auf jeden Fall universal. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich schon mal das Material mir gesucht. Das war jetzt von verschiedenen Projekten noch das Restholz, das ich hatte. Und das habe ich jetzt alles nochmal genauer inspiziert, wie ich das quasi weiter verarbeiten will, da die Hölzer alle nicht unbedingt irgendwie im rechten Winkel sind oder manche Seiten sind auch sägerau oder irgendwie schräg abgeschnitten und je nachdem muss ich dann verschiedene Vorarbeit mit dem Holz machen und so habe ich eben jetzt die ganzen Einzelteile markiert mit verschiedenen Buchstaben. Das wäre quasi A für Abrichten. An dem abrichtigen Hobel, den sieht man jetzt hier im Vordergrund. Und dann habe ich noch ein B wie Bandsäge. Das sind dann die Stücke, die ich noch mit der Bandsäge bearbeiten muss. Und der letzte Schritt, das sind noch Hölzer, die quasi schon mal fertig bearbeitet waren, die quasi alle Seiten gehobelt sind und im rechten Winkel. Die muss ich dann nur noch auf das spezielle Maß mit dem dicken Hobel quasi bearbeiten. Und so habe ich mir das ganze Holz jetzt mal hier so quasi aufgetürmt. Dieser Untersetzer wird quadratisch von den Ausmaßen und in dem Quadrat kommt dann dieser Untersetzer rein. Dieser Untersetzer ist rund und aus Kork. Und der wird etwas eingelassen, sodass er leicht über dem Holz drüber steht. So ist der Plan. Das werde ich dann sehen, wenn ich das alles quasi gehobelt habe und das werde ich jetzt erstmal machen. So, jetzt bin ich fertig mit dem ganzen Abrichten vom Holz und jetzt habe ich mir auf der Bandsäge schon mal die schmalen Stücke alle zurechtgelegt, sodass ich das dann später noch auf dicke hobeln muss, aber nicht mehr so viel Material abnehmen muss mit einem dicken Hobel. Dann könnte ich eigentlich mal anfangen mit dem Zuschnitt von den ganzen Holzleisten. Und nachdem ich jetzt hier mit den 3,5 cm fertig bin, muss ich mir jetzt die Bandsäge nochmal einstellen auf die 6,4 cm. So, und das wäre jetzt quasi die andere Breite von diesen Holzstücken. Da kann ich mal ein paar von den anderen daneben halten. Dann sieht man das quasi optisch, dass die rechten breiter sind als die linken Streifen. So, jetzt bin ich fertig mit dem ganzen Bandsägen und auf dicke hobeln. Das zieht sich meistens schon etwas hin, aber es lässt sich halt leider nicht vermeiden. Und jetzt habe ich mir die ganzen Teile mal zusammengezwingt. Das sieht man auf der Werkbank. Das wären jetzt quasi die ganzen Einzelteile und auch die verschiedenen zwei Stärken. Als nächstes will ich jetzt quasi mit der Kappsäge die ganzen Stücke auf ein einheitliches Maß schneiden, was aber immer noch ein Übermaß ist, damit ich später, wenn ich das Ganze verleimt habe, später noch das Endmaß sägen kann.
So, die kurzen Stücke habe ich jetzt schon mal zurechtgeschnitten. Quasi diese 10 Stück in den verschiedenen Holzarten. Eine Leiste ist übrig geblieben, das ist schon mal besser, als wenn eine fehlt. Das hatte ich beim letzten Projekt, war weniger gut. So, nachdem ich jetzt dann fertig bin mit der Kappsäge und hier im Vordergrund sieht man jetzt schon mal, wie dieses Brett oder dieser Untersetzer besser gesagt ausschaut. Das habe ich jetzt schon mal mit Zwingen provisorisch zusammengespannt. Das werde ich jetzt mal kurz in die Kamera zeigen. Das wäre jetzt quasi die Oberseite und das wäre die Rückseite. Und da habe ich das so aufgeteilt, dass die verschiedenen Holzarten ungefähr gleich sind oder besser gesagt nach meinem Auswahlverfahren quasi so zurechtgelegt. Und bevor ich das jetzt wieder zerlege, muss ich mir jetzt noch auf der Stirnseite, die ich ja später eh nochmal zuschneiden werde, nochmal das von 1 bis zum letzten Brett quasi durchnummerieren. Und dann geht es quasi jetzt hier weiter mit dem Oberfräsentisch. Den habe ich mir jetzt hier schon mal in die Vorderzange reingespannt. Und dann will ich quasi bei dem höheren Leisten an der Oberseite mir einen Radius anfräsen, quasi eine halbe Rundung auf diesen höheren Leisten. Ich glaube, da ist es nicht verkehrt, wenn man an der Oberseite, an der Stirnseite nochmal sich so ein Schlangensymbol drauf macht, damit man auch nur die Seite durch den Frästisch durchzieht. Weil sonst bringt mir die vorherige Maserauswahl und das genaue Hindrehen nichts. Wenn ich das dann wieder irgendwie verkehrt durchschiebe, dann wird es quasi dem Zufall überlassen. So, und dann würde ich sagen, dann müsste das eigentlich relativ safe ausschauen, das Ganze. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Somit habe ich jetzt hier schon mal die ganzen Rundungen an den Brettkanten quasi angefräst. So, nach dem Fräsen habe ich dann die ganzen einzelnen Leisten nochmal mit dem Schwingschleifer bearbeitet. Danach habe ich dann mir überlegt, wie ich das Ganze verleimen will. Das Verleimen habe ich jetzt an sich nicht gefilmt, das sieht man jetzt hier auf diesem Hocker, das ist ein Werkstatthocker. Da habe ich dann mir eine Platte draufgelegt. Das ist quasi eine Art Siebdruckplatte mit einer glatten Oberfläche, die ich hoffentlich nach dem Verleimen auch wieder lösen kann von diesem Holzbrett. Da habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie ich das Ganze verspannen kann beim Verleimen, da ja nicht alle Holzleisten die gleiche Höhe haben. Da habe ich eben die Bedenken gehabt, dass die schmaleren Holzleisten beim Verpressen nach oben aufschwimmen und ich dann nicht an der Unterseite dann eine ebene Fläche habe, die ich später schleifen oder gegebenenfalls hobeln kann. Und aus diesen Gründen habe ich dann mir das Ganze so überlegt, dass ich auch die Zwischenräume schon mal mit Wachs behandelt habe und mir die Höhe von den höheren Leisten angezeichnet habe, damit quasi da der Leim noch hält, aber zwischen den Zwischenräumen schon Wachs aufgetragen ist, dass wenn Leim dazwischen austritt, dass ich den dann einfacher mit zum Beispiel einem Stechbeitel oder so entfernen kann. Und jetzt habe ich das Ganze quasi auch nochmal mit 2 Leisten nach unten gedrückt. Und jetzt könnte ich es eigentlich mal aus den Zwingen befreien, das ganze Konstrukt. So, und jetzt kommt dann die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, dass ich meinen Holzblock jetzt von dieser Siebdruckplattenbeschichtung wieder entfernen kann. Und dass es nicht haftet. Okay, es haftet ein bisschen. Oh, schaut gut aus. So. Und dann kann ich auch noch mal zeigen, was ich mir einfallen habe lassen, damit die Leisten beim Verleimen nicht aufschwimmen. Das zeige ich mal kurz in die Kamera.
Das ist quasi die Unterseite und jede zweite Leiste, die schmalen Leisten, habe ich jeweils an den Außenseiten ein doppelseitiges Klebeband befestigt, damit dann beim Verleimen diese schmalen Leisten nicht nach oben aufschwimmen beim Verpressen. Das war nämlich meine Bedenken, dass das eben passiert und dann hätte ich da quasi eine Menge zu verschleifen gehabt. Aber die Fläche, muss ich sagen, die ist relativ eben. So, jetzt bin ich soweit fertig. Ich habe jetzt das Ganze nochmal außen geschliffen. Die seitlichen Stirnflächen, die wollte ich ja quasi nochmal begradigen, nachdem ich das verleimt habe, da die Leisten ja nie genau in einer Flucht sind. Und da habe ich mir überlegt, ob ich da jetzt die Bandsäge nehme und das abschneide oder ob ich das durch die Kreissäge durchschiebe. Aber das war mir alles ein wenig zu heikel, weil dass ich quasi dann hier die Ausfranzungen habe von den höheren Stegen. Und aus dem Grund habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich den Handhobel nehme. Da habe ich so einen längeren Handhobel und dann habe ich mir das Holzbrett in die Vorderzange eingespannt und habe das dann quasi das Stirnholz mit dem Handhobel begradigt. Und jetzt wäre ich eigentlich so weit, dass ich das Ganze mit einer Oberflächenbehandlung behandeln kann quasi. Was mir jetzt besser gefällt, das ist so eine Pflanzenbutter und die ist auch lebensmittelecht. Kann ich mal kurz zeigen. Das mit dem runden Kork, mit dieser runden Korkplatte, dass ich die einlasse, das habe ich dann doch verworfen, weil das wäre dann doch zu extrem. Ich denke, das geht auch ohne. Dann würde ich sagen, dann behandle ich mal das Ganze mit Holzbutter, damit es fertig wird. So, jetzt ist mein Projekt fertig. Ich habe jetzt das Ganze nochmal mit dem Baumwolllappen nochmal poliert und im Vordergrund sieht man jetzt nochmal die Korkplatte, die ich da ursprünglich einlassen wollte. Und ich muss sagen, rückblickend, Gott sei Dank habe ich das nicht getan, weil das würde schon gut ausschauen, aber von der Stabilität her wäre das wahrscheinlich nicht so der Bringer gewesen. Und ich würde sagen, da blende ich jetzt noch ein paar Bilder ein, weil wenn ich mit der Kamera da rumwackel, das wird nicht so schön. Dann würde ich mal sagen, alle noch ein schönes Wochenende und habt Spaß in der Werkstatt.